Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir wieder ein paar Testbiere, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe. Und da gehe ich mal an ein ganz neues Thema ran, nämlich die Röstmalze. Ich habe hier ein untergäriges Bier, was ähnlich wie das Rezept ist, was ich für mein Schwarzbier letztes Jahr benutzt habe. Und ich habe einmal die helle Version und dann habe ich eine mit Chocolate Malt, Black Wheat, Carafa 2 und Black Malt. Und die werden wir jetzt verkosten. Eine Sache, die man direkt vorweg sagen muss, ist, dass die Flasche mit Chocolate Malt so gar nicht dunkel aussieht. Also die Effizienz, wie ich das gemacht habe, ist generell ein bisschen geringer, deswegen sind die alle nicht super schwarz. Aber das Chocolate Malt ist wohl der Grund, warum ich bei dem Fuller's Bier, was ich vor kurzem verkostet habe, bei dem London Porter so Probleme hatte, die Farbe zu treffen. Ich weiß nicht, was mir der Online-Shop da eingepackt hat, aber es sieht nicht aus wie ein Malz mit 900 EBC. Irgendwas ist da schiefgegangen. Vielleicht ist es Pale Chocolate Malt und daran liegt das alles. Das heißt, das, was ich jetzt hier zum Geschmack von Chocolate Malt erzähle, kann halt sein, dass das nicht passt zu dem, was es eigentlich sein soll. So, was haben wir hier für Biere? Also ich habe einen 4-Liter-Sud angesetzt, wo nur 100% Pale Ale Malz drin war und habe das mit Brewers Gold gehopft, 60 Minuten und 30 Minuten eine Gabe. Ganz leichtes Aroma, was durch die 30 Minuten Gabe eingegeben wird, mehr so ein bisschen Hopfengeschmack als Aroma. Und dann habe ich von den 4 Malzen hier, die schwarz sind oder sein sollen, einen Auszug gemacht. Bei 65 bis 70 Grad, eine halbe Stunde stehen lassen. Ich glaube, das waren letztes Jahr das Schwarzbier, was ich gemacht habe, war 40 Gramm Black Malt für 1 Kilo Malz, ne, 4%. Und genauso habe ich das hier runterskaliert und damit entsprechend ein bisschen Wasser aufgegossen und das eine halbe Stunde ziehen gelassen und das dann kurz abgekocht und in die fertig vorbereiteten Gärbehälter gegeben. Also das Ganze ist dann so ein Auszug, die Effizienz ist geringer, weil es nur eine halbe Stunde lang stand. Das entspricht also ein bisschen eher dem, wie es wäre, wenn man das zum Läutern hinzugibt, als wenn man das die ganze Zeit mitmeischt. Aber ich denke, es wird sich geschmacklich so ein bisschen Unterschied ergeben und das ist halt besonders für mich interessant, weil ich mit diesen Malzen gerne arbeite. Und eigentlich wollte ich noch ganz präzise rausfinden, was der Unterschied zwischen Carafa 2 und Chocolate Malt ist. Das wird jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen eingeschränkt sein. Aber gucken wir mal, was wir rauskriegen. Ich schenke mal ein und wenn alles gut geht, dann zeige ich euch währenddessen einen kleinen Clip, wie die Biere dann so aussehen. Von nahen. Ich habe eine Schnellvergärprobe diesmal gemacht, um sicherzustellen, dass das nicht überkarbonisiert ist, wie das häufig passiert bei meinen Testbieren. Und muss sagen, das hat wirklich super geklappt. Also mit Schnellvergärprobe hat man viele Probleme, die ich sonst habe nicht. Ich habe ja durch mangelnde Wasseraufbereitung bei manchen Bieren, besonders bei hellen, halt eine schlechtes Verhalten der Hefe, also langsame Gärung in den letzten paar Prozent Plato oder Grad Plato, soll ich sagen. Und das bewirkt dann halt eben, dass wenn man zu früh abfüllt, dann überkarbonisiert. Und das scheint jetzt wirklich so, wie ich mir das vorstelle, also Schnellvergärprobe. Hui, ja, und dann, ein bisschen viel. Füllen wir erstmal das andere ab, das muss ich etwas beruhigen. Das Black Wheat war das, so. Ja, also die sind schon noch stürmisch, aber das scheint. Bei 3 von 4 sind wir jetzt bei einem guten Karbonisierungswert. Die sind halt jetzt auch frisch aus dem Kühlschrank, also 4 Grad. Die sind stark karbonisiert, wie sich das für deutsche Biere, typische Biere gehört. Ne? Also Schwarzbier ist ja wirklich sowas typisch Deutsches, was es in anderen Orten kaum gibt. Wobei die Tschechen, glaube ich, auch untergärige dunkle Biere haben tatsächlich. Okay, ich sage auch gleich noch was zum Schaum, denn hier das Black Malt zeigt kaum Schaum. Oh ja, da ist der Schaum von Black Wheat. Black Wheat natürlich viel Schaum, klar, ist der Weizen. Ist auch noch Bier dazwischen? Ja, da ist auch noch Bier bei. Könnte jetzt ein bisschen hefetrüb sein, gucke ich gleich. Okay, also alle Biere haben relativ gut geschäumt und einige schäumen sehr stark. So, dann verkosten wir mal. Interessanterweise ist das Carafa 2 anscheinend das schaumstabilste Bier, aber ich fange jetzt mal mit dem ganz hellen an. Also das ist wirklich nur Pale Malt. Eine ganz leichte Hopfennote merkbar. Ich merke auch eine leichte Zitrusnote, die mich ein bisschen irritiert. Zu der Zeit war im Keller, soweit ich weiß, so um die 12 Grad. Das ist für die Augustiner Stammhefe, die ich da benutzt habe, die Imperial Yeast Harvest Lager, kein Problem, so wie ich das in Erinnerung habe. Aber es könnte natürlich sein, wenn ich jetzt hier sehr estrige Gerüche rieche, dass ich das als Einschränkung dazu geben muss. Mal gucken, was da schmecken. Das ist herrlich, so richtig süffig, ein bisschen Kellerbier-Charakter, wo das so cremig ist im Mund. Und ja, erinnert mich an das Münchner Hell, was ich
Anfang des Jahres gemacht habe. Das war auch so, und nur durch helles Malz richtig schön malzig. So, das Pseudo-Chocolate Malt, keine Ahnung, was es wirklich ist, vielleicht Pale Chocolate Malt. Ihr seht, das ist jetzt orange von der Farbe her, ne? Also da hat sich kaum was gefärbt. Oh, das riecht deutlich fruchtiger. Ja, das hat so eine, ich würde jetzt sagen estrige Note, aber es kann ja eigentlich nicht sein, wenn die im gleichen Raum bei gleicher Temperatur vergoren haben. Außer die Hefe ist hier abgegangen und beim anderen nicht und dann würde mehr Hitze erzeugt werden. Ja, es ist aber sehr dezent, also ganz leicht fruchtige Note. Ja, ein bisschen Röstbittere, das passt also. Sehr milde Röstbittere. Erinnert mich schon so ein bisschen an das Pale Chocolate Malt, was ich mal in dem Chocolate Porter gemacht habe letztes Jahr. So ein bisschen nicht so sehr schokoladig, sondern das Pale Chocolate Malt, das ist, ja, mit Reifezeit wird das so ein bisschen irgendwie so würzig, finde ich, auf so eine interessante Art. Schwer zu beschreiben, aber es ist nicht so bitter, röstbitter, nicht so röstig, nicht so kaffeeig wie all die anderen Röstmalze. Es geht so Richtung Brown Malt auch. Brown Malt hat so einen ganz anderen Charakter. So, dann sind wir hier bei dem Black Wheat. Das Black Wheat hat 1125 EBC-Durchschnitt. Es hat die gleiche fruchtige Note. Okay, das ist also entweder typisch Röstmalz-Eintrag oder es ist irgendwie ein bisschen sehr warme Gärung gewesen. Gar keine Röstbittere. Ja, also Black Wheat hat keine Spelzen, deswegen. Das ist wie das Carafa Spezial. Ist ein ganz klein bisschen, da hätte ich vielleicht die Intensität erhöhen müssen, ein ganz klein bisschen sowas Schokoladiges. Aber es ist nicht so wie die Gerstenmalze so schokoladig sind. Die sind ja relativ kaffeeschokoladig, so dunkelröstig. Das ist jetzt ganz butterweich, als wäre das gar nicht richtig, also noch nicht mal richtig Schokolade, mehr so irgendwie so eine, was ist denn das? Was kann man sich erinnern? Ja, also ich würde am ehesten sagen, so Richtung Vollmilchschokolade geht das. Also ganz wirklich nur dezent schokoladig, mehr so eine Cremigkeit, die da reinkommt. So, das Carafa hat wirklich, also es hat auch viel Kohlensäure, aber es scheint wirklich sehr schaumstabil, das finde ich sehr interessant. Und das kann einfach nur daran liegen, dass mit dem Bier der Maische pH optimal war, weil ich habe hier bei dem auch noch nicht das Wasser angepasst. Das werde ich aber ab sofort systematisch bei allen Bieren machen. Also ich habe schon andere Biere jetzt gebraut, ohne Ende, die alle Wasser angepasst waren. Das ist jetzt das letzte, wo ich das noch vergessen habe. Ah ja, also das KFH2 erinnert mich an das Burton Bridge Top Dog Stout aus dem Brew Your Own Bridge Ale. Das habe ich oft mit KFH2 gemacht und zwar ist das dann glaube ich 6,5% und das wird dann schon so eine Art Stout mit 130 EBC ungefähr und ja, daran erinnert mich das hier. Mit der entsprechenden Reifung, die waren jetzt, ich glaube 6 Wochen gereift, also schon ordentlich, schon im Keller. Aber ein Teil der Zeit am Anfang bei Zimmertemperaturen sicher zu gehen, dass die Kohlensäure auch wirklich kommt. Mhm. Also es ist alles dezenter, als ich das hätte, wenn ich das mitgemischt hätte, das Röstmalz. Aber auch hier haben wir jetzt einen klaren Schokoladencharakter. Das ist also wirklich auch so, wie ich schokoladige Röstmalze kenne, weil ich das oft benutzt habe bisher. Es hat eine ganz leichte Röstbittere, aber die ist deutlich ausgeprägter als bei den Black Wheat, trotz gleicher Farbe. Die ist aber bei weitem noch nicht so schlimm wie zum Beispiel Röstgerste, wäre jetzt sehr bitter. Und klar schokoladiger Charakter, das finde ich sehr schön. Wenn das intensiver wäre, wäre es wahrscheinlich auch so leicht kaffeeig. Das ist aber nur im Ansatz. Ne? Auch das ist bei Röstgerste intensiver. Und ja, deutlich intensiver als das Black Wheat. Falls ihr mal Black Wheat zum ersten Mal verwenden wollt, nehmt bei Black Wheat ruhig ein bisschen mehr. Es scheint sehr dezent zu sein. So, und dann das Black Malt. Das sind dann 1325 EBC, also 1325. Das ist englische Sprechweise. Ja, viel weniger fruchtiger Aromen. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr bei der Vorstellung dieses Schwarzbieres gesagt, dass das Black Malt, weil es halt so hoch erhitzt ist, wirklich schon die ganzen Röstkomponenten entfernt hat. Also es bleibt halt wirklich nur noch Geschmack übrig und nicht mehr so viel fruchtige Aromen. Und diese fruchtigen Aromen, die können wirklich durch die Malze eingebracht sein. Also ich glaube jetzt bei den beiden habe ich auch gar nicht mehr irgendwelche fruchtigen Sachen, die ich nicht zuordnen kann in der Nase. Das scheint also, als kämen die wirklich von Chocolate Malt, von Black Wheat, dass die das ein bisschen einbringen. Mit langer Lagerung, wie gesagt. Das ist nicht von vornherein so.
Ja, sehr intensive Röstbittere. Ein ganz klein bisschen kratzig. Aber intensiv schokoladig. Die Schokoladigkeit wird immer stärker jetzt im Nachklang. Ganz leichte Note Aschigkeit kommt dann dazu, aber das wird meistens ja durch andere Sachen, die man dazu tut, dann übertüncht. Also ich hatte, glaube ich, zum Beispiel bei meinem Original Schwarzbierrezept immer noch Münchner Malz dabei, was so eine Nussigkeit da noch reinbringt und ein bisschen kernige Brotrinde. Das ist jetzt hier, was die Komplexität angeht, sehr viel geringer. Das Black Malt ist immer relativ clean, aber es ist eben relativ röstbitter am Ende. Also das ist am besten geeignet für ein Bier, was auch wirklich eine Hopfenbittere hat, die das abrundet. Während das, vor allem das Black Wheat halt wirklich, glaube ich, gut geeignet wäre für ein Schwarzbier, wenn man diese ganz milde Röstbittere da reinbringen will, die ja so von der Beschreibung her oft gefordert wird. Ja, ich würde es direkt hier so stehen lassen, dann wird das Video nicht so lang. Sehr interessanter Test für mich. Ich habe so ein breites Spektrum, keine Ahnung, was dieses Chocolate Malt ist, was ich habe. Ja, ein bisschen traurig, vielleicht mache ich mal eine Farbprobe im Vergleich zu anderen Malzen, dann kann ich einordnen, ob das jetzt 500 EBC sind, wie das ein Pale Chocolate Malt hätte. Das soll Bestmals Chocolate Malt sein, The Swain Black Wheat, Weyermann Carafa 2 und ich glaube Thomas Fawcett Black Malt. Ja, ich meine schon. Oh nee, das war auch The Swain. Ja, ich hatte eine frische Tüte The Swain und die alte Tüte Thomas Fawcett, da habe ich lieber die frische Tüte genommen. Genau. Aber repräsentativ für alle Melzereien würde ich jetzt erstmal so sagen, bis auf dieses komische Pale Chocolate Malt oder was es sein soll. Ja, das also so als meine Übersicht. Ich denke, es ist auch für den einen oder anderen interessant, nicht nur für mich selbst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder ein Bier brauen. Also bis dann. Tschüss.